Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anke von Smart Pattern und zeige euch in diesem Video, wie ihr Abnäher in eure Hose nähen könnt. Je nachdem, was für ein Modell ihr gewählt habt, werden in eure Hose ein oder mehrere Saum-, Knie- und/oder Taillenabnäher eingearbeitet. Die Vorgehensweise ist für alle Abnäher ähnlich. Ich zeige euch hier alle 3 Varianten am Beispiel einer Hinterhose. In der Videobeschreibung hier unten findet ihr auch den Link zur passenden Bildtextanleitung. Also dann, los geht's! Ich lege mir alle Schnittteile bereit, in die Abnäher eingearbeitet werden sollen. Das ist hier im Beispiel doppelt aus Oberstoff die Hinterhose. Wenn noch in eurer Vorderhose Abnäher enthalten sind, legt auch diese bereit. Außerdem benötige ich die passenden Schnittmusterteile, Kopierpapier und Kopierrad oder Schneiderkreide oder Markierstift, eine Schere sowie Stecknadeln oder Clips. Zunächst lege ich die Hinterhosenteile so vor mich hin, dass die linke Stoffseite zu mir zeigt, um die Abnäherformen darauf zu übertragen. Im ersten Beispiel werde ich dazu Kopierpapier verwenden. Obenauf lege ich das Schnittmusterteil mit der bedruckten Seite sichtbar auf das passende Hinterhosenteil. In diesem Fall ist das rechte. Um die Saum-, Knie- und Taillenabnäherform zu übertragen, lege ich jeweils in dem entsprechenden Bereich Kopierpapier zwischen die Lagen, wobei die Seite mit der Kopierfarbe zum Oberstoff zeigt. Ich achte darauf, dass das Schnittmuster ganz kantengleich auf dem Oberstoff platziert ist und beschwere es, sodass es nicht verrutscht. Dann übertrage ich die Abnäherform mit einem Kopierrad. Das mache ich bei allen Abnähern auf die gleiche Art. Zuerst radle ich durch die Abnähermitte. An der Spitze mache ich eine Quermarkierung zur Mitte. Dann übertrage ich die Form der beiden Abnäherschenkel ganz exakt. Diese kann bei euch je nach Modellwahl ganz anders aussehen. Am linken Hinterhosenteil verfahre ich genauso. Dazu lege ich das Schnittmusterteil gespiegelt auf, lege wieder das Kopierpapier zwischen die Lagen und radle durch die Markierungen, die zuvor entstanden sind. Wenn ihr kein Kopierpapier habt, könnt ihr die Form auch an den Abnäherschenkeln ausschneiden, um sie dann mit Kreide entlang der Kontur zu übertragen. An der Abnäherspitze schneide ich eine Quermarkierung ein, um auch diese exakt kennzeichnen zu können. Dann könnt ihr Schenkelform und Spitze auf den Stoff übertragen und müsst nur noch die Mitte anzeichnen. Nun falte ich die Abnäher mittig rechts auf rechts zusammen. Da ich beim Nähen der Abnäher gern an der Schnittkante beginne, lege ich sie nach rechts, den Umbruch an der Abnähermitte nach unten und stecke ihn so fest. Jetzt nähe ich von der Schnittteilkante beginnend mit einem Gradstich die Form nach. Es ist wichtig, dass man bei den letzten 2-3 Stichen vor der Abnäherspitze schon sehr nah an den Bruch kommt und nicht zu spitz darauf zunäht, denn das gibt eine unschöne Beule. Aus dem gleichen Grund sollte man auch darauf verzichten, das Nahtende mit einem Vorrückwärtsstich zu sichern. Daher verknote ich die Fadenenden. Dazu lasse ich die Fadenenden ca. 10 cm überstehen und kann dann 2-3 Knoten bilden. Die Fadenenden schneide ich auf ca. 1 cm Länge zurück. Die Abnäher werden dann von der linken Stoffseite aus überbügelt. Dabei gilt für mich grundsätzlich folgende Regel. Abnäher in Längsrichtung wie Taillen- oder Saumabnäher werden so gebügelt, dass deren Inhalt zur vorderen bzw. hinteren Mitte zeigt, bzw. am Bein zur inneren Beinnaht. Bei Abnähern, die eher in Querrichtung verlaufen, wie Knieabnäher, bügle ich deren Inhalt nach oben in Richtung Bundkante. Der Grund, warum ich diese Bügelrichtung bevorzuge, ist, dass wenn man von vorn, hinten oder oben auf ein Kleidungsstück schaut, nicht direkt die Naht sieht.
Hier seht ihr, wie der Abnäherinhalt an beiden Hosenteilen jeweils zur Mitte zeigt und damit auch symmetrisch gearbeitet ist. Fertig! Wer möchte, kann die Abnäher noch mit einer Ziernaht übersteppen. Das macht man allerdings erst nach der Anprobe der Hose, falls noch etwas angepasst werden muss. Dazu kann man beispielsweise schmalkantig steppen und an der Spitze verriegeln oder auch keilförmig wieder zurücknähen und dabei die Bruchkante schmalkantig mit feststeppen. Da könnt ihr wieder ganz kreativ nach eigenem Geschmack arbeiten. Für den keilförmigen Stepp lege ich beim Steppen gern einen Streifen feines Sandpapier mit unter den Nähfuß, um ganz gerade in die Richtung zu steppen. Am Ende noch ein Hinweis. Wenn ihr ein Jeansmodell näht, welches ein oder auch zwei Teilenabnäher anstelle eines Sattels hat, könnt ihr in der Anleitung zum Schließen von Sattel- und Gesäßnaht die Teile zum Annähen und Fertigstellen des Sattels überspringen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Hinterlasst gern eure Anregungen oder Fragen als Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.